Servus. Ja, großartig. Ich bin Yogi und wir sind hier zum Mastern. Also wir machen hier den finalen Schliff des eigentlich das Finish der Produktion. Beim Mastering versuchst du das, was im Studio hörbar ist, auch nach außen zu transportieren. Das heißt, du musst es einerseits kompatibel machen für alle Anlagen. Der Typ, der gerade seinen Anzug bügelt, im Wohnzimmer links in der Ecke und rechts irgendwo in der Küche seine Anlage laufen hat, möchte auch Musik hören. Und genauso wie der bei seiner Hi-Fi-Anlage, der konzentriert hört, du versuchst da immer auch so ein bisschen einen Mittelweg zu finden, dass du quasi jede Abhörsituation versuchst optimal zu gestalten. Am Schluss klingt es dann nicht nur im Studio gut, sondern hoffentlich dann auch im Fernseher, im Radio, in der kleinen Bluetooth-Anlage. Also überall da, wo dann letztendlich die Leute Musik hören. Also vor allem liefert der dir genau die Frequenzen, die du nicht machst, aber später hörst. I still want to believe your train has not yet left the station. In Deutschland kam das so eigentlich erst Ende der 80er, Anfang der 90er, dass dieser Mastering-Prozess, dieser Mastering-Kult so ein bisschen auch Einzug gehalten hat in die komplette Musikproduktion, dass das quasi dann eins war. Vorher war Musikproduktion eigentlich mit der Abgabe vom Mix erledigt. Und seit dieser Zeit ist Mastering so ein Prozess geworden, der dazugehört. Ich würde mal noch eine Alternative machen, wie du es auch vergleichen kannst. Ich wollte es eigentlich nicht so laut machen, weil ich sonst, ich finde, das passt eigentlich gar nicht zu dem Song. Das stimmt. Aber wenn ich natürlich die Sachen angleichen soll, dann rutsche ich relativ schnell in dieses laute Ding rein. Ich bin hier natürlich kein reines Mastering-Studio. Wir sind hier eigentlich Aufnahmestudio und Mixstudio, aber wie gesagt, also Mastering mache ich dann schon auch mal gerne mit. Voraussetzung, wenn Mix und Mastering nicht in das gleiche Studio fällt. Das heißt, Sachen, die ich hier mische, master ich sehr, sehr ungern. Dieses Auseinanderreißen von diesem Prozess, da wird gemischt und da wird gemastert, ist so hat auch so ein bisschen was wie, du brauchst beim Buch auch immer jemand, der Kontroll liest. Jetzt hast du vorhin von Mastering-Studio und Mix-Studio gesprochen und gesagt, das hier ist ein Mix-Studio. Was unterscheidet ein Mastering von einem Mix-Studio im Wesentlichen? Ich mache das Mastering größtenteils softwarebasiert, während ein richtiges Mastering-Studio sein Mastering eigentlich analog basiert machen würde. Also das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Mein Gott, ob man den dann hört, das ist immer, da ist viel Gefühlssache dabei, da ist viel, ich meine, klar, lieber gut hier gemastert als schlecht irgendwo anders. Das ist wie, vielleicht ein bisschen wie in der Küche. Ich kann dir in der normalen Küche, kann ich dir schon Spaghetti Carbonara machen, aber wenn du mir natürlich einen Gasherd hinstellst mit einer tollen Pfanne, dann fällt es mir A leichter und B, vielleicht ist da auch nochmal ein Unterschied so in den ganz letzten Prozent, weißt du. Wie sind die Röstaromen hier? Vielleicht ist es auch so beim Analogen. Was verwendest du jetzt genau zum Mastering? Da hat jeder so seine glaube ich, seine eigene Effektkette. Ja, du verwendest hauptsächlich immer EQs zum Entzerren. Das heißt, du versuchst den Frequenzbereich anzugleichen. Du benutzt Kompressoren, um die Lautstärke anzugleichen. Und du benutzt Limiter, um eine gewisse Lautheit zu erreichen. Dann machst du noch so ein paar Schnickschnack-Sachen, wo du
Bandbreiten vergrößerst, ja, oder mehr Raum schaffen kannst. Aber im Prinzip ist es das. Mehr ist es nicht. Also es ist kein Voodoo dahinter. Ich bestehe natürlich schon auch auf diese Staffeln. Also das ist schon gut, weil dann hast du immer das Gefühl, okay, da ist der Gesang, da sind die oberen Höhen vom Schlagzeug, da ist die Gitarre. Da hast du immer dieses Ding, die Gefahr ist ja immer, wenn du relativ gleich, also wenn du quasi in diesem Gedanken von dem Einzelsignal mischst und nicht im Ganzen, wenn du jedes Signal optimierst, dann überlagerst du halt teilweise. Ja, wie gehst du jetzt vor, wenn du ein Werk, das du nicht kennst, zum Mastern kriegst? Was ist da wichtig? Was ist da... Immer das Ohr. Da ist immer das Ohr wichtig. Natürlich kriegst du auch ein Gefühl dafür, nach welchem Maßstab das gemischt ist. Und kannst ein bisschen mit dem Mix gehen oder mit dem, der es gemischt hat, und kannst sagen, okay, der wollte da seidige Höhen erreichen, dann kannst du das mitgehen und kannst sie entweder noch seidiger machen oder er hat ein bisschen Aggressivität verloren, dann kannst du da ein bisschen einsetzen. Im Prinzip versuchst du natürlich schon diesen Spagat zwischen zwei Sachen. Das eine, den Mix so zu lassen, wie er ist, und das andere, den Mix zu verbessern. Und verbessern ist immer schwierig, weil wenn ich dir nochmal Salz in die Suppe streue, dann kann es sein, dass das für dich nicht verbessern war. Da ist es oft gut, du hast das einfach den Dialog auch mit dem Künstler oder mit dem Verantwortlichen, dass du einfach auch weißt, wo soll es denn hingehen? Soll da nochmal Schmackes rein? Wollt ihr da bewusst auch so ein bisschen Bass drin haben oder ist er euch da ausgekommen? Soll das ein bisschen angeglichen werden und sowas? Ja, genau. Das war er feig. Da war er feig. Okay. Ich schau mal, manchmal funktioniert das mit dem, wenn ich weiß, ich auch irgendwas machen. Gab es jetzt was Besonderes oder Spannendes speziell an dem Projekt für dich? Oder was ja, spannend war zum Beispiel, dass ich schon lange nicht mehr dieses konsequente Erarbeiten von einem Instrumental mit einem Vokalmix hatte. Das war ja eine Zeit lang hypermodern. Jetzt vor allem so in dieser Maxi-Zeit, Ende der 80er, dass du quasi von jedem Song Instrumentals hattest und da die auch noch für einen Club waren in den verschiedensten Varianten. Und das fand ich mal wieder spannend, einfach auch zu hören, du hast diese Nummer, die gesungen ist, dann hörst du diese Nummer ohne Vocal und du bist sofort in diesem Gefühl, boah, was ist da alles drin? Wahnsinn, was du damit machen kannst. So in dieser künstlerischen Art, dass da auch wirklich Leute dran arbeiten, habe ich das in der Art von Musik schon lange nicht mehr gehört. Gab es einen Song, der dir besonders irgendwie ins Ohr gegangen ist und wenn ja, warum? Ja gut, also da muss ich mich outen natürlich als Duran Duran Fan und also bei ein paar Lines habe ich mir gedacht, wow, und speziell beim Song Why Are You Still Here, das ist richtig, das geht ins Herz. Zumindest ist es mir so gegangen. Musik ist ja immer eine Gefühlssache, aber da habe ich so ein bisschen, ich möchte nicht mal sagen Anleihen gehört, weil das ist es ja gar nicht, sondern das ist einfach, oft ist es ja auch einfach das Feeling, mit dem der Song geschrieben ist. Und du hörst die Gesangsline und das Ganze zusammenstimmen und denkst da, ja, genau so hätte ich es auch gemacht. Was waren so die letzten Projekte, an denen du gearbeitet hast? Mastering und Mixing? Ich habe jetzt gerade ein ganzes Paket für Ray Wilson gemacht.
das Komplizierte war, dass das war eigentlich eine ganze Ladung voller Konzerte. Und die Aufgabe war nicht nur daraus ein Doppel-Live-Album zu machen, sondern es war auch Teil einer Radiosendung vom Südwestrundfunk. Es war 2 Fernsehsendungen von 3 Sat mit drin und ich habe dann quasi aus dem Ganzen ein Doppel-Live-Album, Radiosendung, Fernsehsendung machen müssen. Dazu kam noch, dass wir eben mit RPWL einen Film gemacht haben. Und dazu auch nicht nur Live-Album, sondern auch noch Live-Vinyl, Live-Blu-ray, Live-DVD, alles anders gemastert und 5.1, 7.1 und ja, also es war eine recht intensiv, ich habe mir meinen Urlaub jetzt, ich fahre jetzt in Urlaub und den habe ich mir verdient. Und im Winter eröffne ich dann eine Herrenboutique in Wuppertal mit dem Papst.